Grüezi Und hallo, wir sind Alena. und Markus von Adventure. Ja, aber heute geht es mal nicht um den Van oder ums Reisen an und für sich, sondern mal ein ganz spezielles Thema, das heißt dann Mobilität während der Reise. Und ja, wir wollen euch mal kurz schildern, was wir für Überlegungen gemacht haben und wie wir zu der aktuellen Lösung gekommen sind. Genau. Ja, schon seit Anbeginn, als wir uns mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen Van zu kaufen, war natürlich auch immer das Thema dann, wie gesagt, Mobilität vor Ort, Fahrräder. Viele schnallen sich die Fahrräder irgendwie ans Fahrzeug. Haben wir uns auch natürlich intensiv überlegt. Da wir ein foliertes Fahrzeug haben, ist das auch mit dem Ankleben dann nicht ganz so einfach und Montieren der Fahrradträger. Wir haben keinen Anhängerhaken, um etwas drauf zu montieren. Auch die Idee war uns auch nie ganz so sympathisch. Ja, und Gewicht auch und dann doch noch länger und das Auto wieder und ja. Genau. Und ja, während den Reisen haben wir dann aber auch festgestellt, dass wir eigentlich gar nicht so die Fahrradtourer sind, sage ich jetzt mal. Genau, da wir nicht irgendwo eine Woche stehen bleiben und dann die Umgebung irgendwie erkundschaften könnten, weil wir eher so von Ja, von immer Ort zu unterwegs, Ort, genau. nicht gerade jeden Tag, aber kontinuierlich mit dem Van halt am Reisen sind. Ja. Genau, wäre sinnvoll, dann eher für uns haben wir gedacht, wenn wir irgendwo außerhalb von einem größeren Ort parken, dahin zu kommen. Bis jetzt haben wir zwar Bus oder Zug mal genutzt, aber Oder mal kurz zum Einkaufen fahren, wenn man auf dem Stellplatz ist. Oder ja. wie gesagt, die Gegend erkunden. Das wäre schon ganz praktisch gewesen. Und ohne Fahrräder, ja, muss man halt alles zu Fuß machen. Ja, dann kam die Idee auf, anstelle von Fahrrädern, es vielleicht mit E-Scootern zu probieren. Also mit E-Scooter hat man schon doch mal Erfahrung gehabt. Zum Beispiel in Stockholm oder so haben wir uns in den Städten diese Scooter da geliehen und sind mal gefahren. Und ja, fahren wir das schon sympathisch. Deshalb auch kam die Gedanke, wie wär's? Mit E-Scootern halt. Genau, sie mitzunehmen. sowas zu besorgen. Genau. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage des Platzes am oder im Fahrzeug. Plus, die müssen ja dann auch immer wieder geladen werden. Und wir haben das natürlich dann für uns recherchiert und sind jetzt zu der aktuellen Lösung gekommen. Und als Hinter erstes, uns. ja, genau. Als erstes würde ich euch jetzt die E-Scooter vorstellen, die wir uns angelacht haben, die wir gefunden haben, das seien die besten für uns. Und dann, wie wir das Auto umgebaut haben, damit wir die E-Scooter gut mitnehmen können. Und dann als drittes dann auch noch wieder so der praktische Einsatz Genau, aussieht. funktioniert es überhaupt, wie man sich das gedacht hat? Das ist auch dann so ein Part für sich. Ja. Genau. Also, Dann nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch gute Informationen. Für euch wünschen wir euch bei den kommenden Themen. Als erstes möchten wir euch die E-Scooter vorstellen, die wir evaluiert haben. Natürlich ist die Farbe grün ganz wichtig. Nein, es geht ja eher darum, was für einen E-Scooter man haben möchte. Eher ein City-Scooter, so ein Commuter, die viele sagen, die es halt benutzen, auch zusammen mit dem öffentlichen Verkehr. Oder halt zum Beispiel hier etwas Größeres, Robusteres, das auch entsprechende Federung hat. Wir haben uns hier für diesen VZ8 Plus entschieden. Das Fahrzeug, sage ich mal, wiegt 24 Kilo, hat 2 Motoren, das war auch noch so ein Thema, wenn man es halt auch benutzt auf unebenen Wegen, unasphaltierten Straßen geht oder auch mal den Berg hochfahren möchte mit über 80 Kilo Gewicht, das man mitträgt. Und das macht doch einiges aus, mussten wir feststellen, wenn Vorder- und Hinterrad angetrieben sind. Wie gesagt, hat je 300 Watt Motoren hier verbaut, hat Scheibenbremsen und wir haben uns aber für Vollgummiräder entschieden, die sind einfach weniger anfällig als die Luftreifen. Klar ist der Fahrkomfort dann nicht ganz so gut, das Fahrzeug besitzt aber sowohl hinten wie vorne eine gute Federung. Man kann es gut zusammenklappen, zeigen wir dann noch, wie wir die im Fahrzeug verstauen. Natürlich ist auch hier die Höhe verstellbar, damit das je nach Körpergröße angenehm ist.
Und ja, die Geschwindigkeit ist immer so ein Thema bei E-Scootern. Die einen möchten so schnell wie möglich fahren, aber die gesetzliche Lage sowohl in Deutschland wie in der Schweiz sieht, glaube ich, 20 oder 22 km/h vor. Mehr ist nicht erlaubt. Diese hier sind reguliert oder limitiert auf diese 22 km/h. Wäre aber möglich, den elektronisch zu öffnen auf über 40, glaube ich, 45 Kilometer pro Stunde. So, das ist nicht das aktuelle Ziel, das wir haben, denn wir haben gemerkt, dass also schon mit 20 km/h das schon ganz zügig ist, speziell wenn man dann nicht mit Helm und anderen Protektoren unterwegs ist. Was wollte ich noch sagen? Wie weit kommt man mit einer Batterieladung? Also der Hersteller sagt, man kann 50 bis 60 Kilometer weit. Das hat aber natürlich sehr damit zu tun, wie schwer ist die Person, die damit fährt. Geht es bergauf, 1 oder 2 Motoren im Einsatz. Wenn man bergunter fährt, wird auch rekuperiert, das heißt, es wird auch wieder etwas Strom generiert, obwohl das natürlich nicht für viele Kilometer dann reicht. Nichtsdestotrotz bietet dieses Fahrzeug, also dieser E-Scooter, auch diese Funktion. Wie gesagt, man kann ihn gut zusammenklappen, gut verstauen und somit war das jetzt das Fahrzeug unserer Wahl. Es hat 3 Gänge, gell? Oder 3 Stufen. Genau, danke für den Hinweis, jawohl. Neben den 2 Motoren, die man auch zuschalten kann, also der zweite Motor kann man zuschalten, hat es auch 3 Stufen. Eins halt so, ich sage jetzt mal Fußgängerzone, damit man schön langsam unterwegs ist. Bis 10 Kilometer, glaube ich, pro Stunde. Irgend so etwas, ja. Und dann der zweite bis 15, 16 km/h und der dritte dann halt wirklich volle Pulle. Ja. Und der vordere Motor, der schalten wir eigentlich nur zu, wenn es so richtig bergauf geht. Das merkt man dann also echt. Also der geht ungebremst mit Vollspeed schön den Berg hoch. Also wir sind echt beeindruckt von diesen Teils. Ja. Und wie gesagt, man kann nicht nur auf asphaltierten Straßen fahren, sondern sowohl der Antrieb wie auch der Federkomfort erlaubt es halt auch auf unbefestigten Wegen gut unterwegs zu sein. Einzig, was es sein sollte, es sollte trocken sein. Also es geht schon, spritzwasserfest sind die schon, aber halt einfach keine Regenschauer. Aber das ist kein Problem, weil wir fahren immer dahin, wo die Sonne scheint. So, anschalten, hier einmal einschalten. Die Fahrzeuge sind auch mit RFID geschützt, Wegfahrsperre und RFID. Kann man auch mit dem Handy dann noch pairen, wer möchte. Und dann gehen wir mal los. Tschüss! Also, nun ist das Material bereit. Mal schauen, ob das dann funktioniert, diese Garage, und ob die tragfähig genug ist, dass wir dann auch etwas auf die Garage platzieren können. Material liegt bereit und Los geht's! starten wir mal die Bastelübung. Fertig? So, fertig gebastelt. Mal schauen, ob die Garage dann für 2 von solchen E-Scootern auch wirklich funktioniert. Machen wir uns an die Arbeit. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Also Garage im Kofferraum. Das erste ist schon mal zusammengeklappt. Schwer 24 Kilo.
Aber der hat ja Räder. Ab in die Garage. So, und der zweite. Halb so leicht. Ha, super. So, Gut gemessen, Schatz. jetzt bleibt und noch besser. Wenn es nichts falsch berechnet habe, Ja, super. passen die Euroboxen genau rein. Und der, was ist das? Heiß Luft aus. Genau, der Warmluftauslass, der Warmluftauslass, bleibt dann genau. noch frei. Schauen wir mal, wie wir das Hinter mit auch den Kiste vielleicht. genau, Und aber von drauf. der anderen Sitze und von oben kommen dann Stühle, Froli. Schauen wir mal. Tisch kommt Kiste auch vielleicht noch unter drauf. das Bett. Aber das mit dem Bett ist ja sowieso noch ein Projekt. Da gibt es noch mal ein Video dazu. Hat super funktioniert. Neue Verladeordnung geht auf. Alles hat seinen Platz. Eigentlich fast besser als zuvor. Irgendwie ist mehr Ordnung, obwohl wir mehr Sachen im Fahrzeug haben. Ja, wie gesagt, wir wollten uns ja Gewicht sparen und Gestänge am Fahrzeug sparen, weil wir dann sonst sowieso zu oft ohne Fahrräder unterwegs sind. Aber hier mit dieser Garage funktioniert einwandfrei. Hier passen die kleinen Kistchen hin mit dem, was wir so regelmäßig brauchen. All das Wasserzeugs, kleines Ersatzmaterial, Stühle, die Auffahrkeile. Dahinter hat es nochmal 2 Kistchen. Und sogar Die- der Tisch hat Platz. Auch der Tisch hat Platz, hat noch 2 Kistchen mit Dingen, die wir wenig bis nie brauchen. Ansonsten kann man die einfach rausziehen. Und hier drin in der Schublade ist auch noch Wasser und die ganze Stromversorgung mit Solarpanel und Feuerlöscher etc. Also alles griffbereit. Super Sache. Ja, wir haben uns ja entschieden, anstelle von Fahrrädern, geschweige denn E-Bikes, uns mit E-Scootern auszurüsten, damit wir, wenn wir wie zum Beispiel hier jetzt Stadtbesuch von Siena, irgendwo ein bisschen außerhalb gut parken können und dann ganz einfach und schnell in die Stadt uns bewegen können und flexibel sind. Ja, Garage haben wir gebaut, dauert 2 Minuten, Scooter raus. Aufklappen. So. Schauen, dass der gut eingerastet ist. Kurzer Check. Einschalten. Freischalten. Und schon kann die Reise in die Stadt beginnen. Warte doch auf mich! Du hast mich vergessen! Kommst du mit, Schatz? Habe nicht so mag, der vordere Motor noch hier drauf. Da Heißt muss links einmal drücken. Hoppala, Saumaus. Ja. Mi sa le grille. Links, oder? Links. Dachte ich. Ich fahre hinter Ihnen nach.
Polizei, oder? Jetzt sind wir schon da. Sind wir grad, Ja, da ist der Platz. Ja. dann können wir gerade so einen Platz mit dem. Jetzt müssen wir. Ui, 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 ui. Und schwupps sind wir schon am Hauptplatz von Siena. War doch ein sehr steiles Stück hoch. Ich denke, wir wären da arg ins Schwitzen geraten und ins Schnaufen, auch wenn es nur ein paar 100 Meter waren es doch über 100 Höhenmeter hoch. Und ja, nun stehen wir hier mit den Scootern, die finden überall Platz, sauber angekettet. Und denke, das ist eine super Lösung, um mit dem Van Sehenswürdigkeiten einfach zu erlangen. Dann lass uns gehen. Let's go! So, Ende des Besuches von Pisa und Hast du überhaupt gelernt, Alter? Was laberst du? zack, 2 Minuten, nein, keine 2 Minuten, 20 Sekunden und wir sind schon wieder abfahrbereit. Oder auch nicht. So, let's go! So, zurück. Schnell versorgen. Ich denke, das geht eindeutig schneller als bei einem E-Bike. Garagetüre auf. Ausschalten. Oh, total sind wir immerhin 4,5 Kilometer gefahren. Dann hier die Griffe einklappen. Verriegelung lösen, bis es einrastet und ab in die Garage. Fertig.